target. There is a real challenge. I mean, the military personnel being captured by ISIL, and we need to free them and liberate them for the sake of Lebanon, for the sake of our nation. Among those released was the former wife of ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. She insists, though, she had nothing to do with him. They said I am the wife of al-Baghdadi. I have been divorced for 7 years. He was not Baghdadi at that time. I want to go to Turkey. I will go once I get my passport issued. I will be in Beirut, then I will go. Meanwhile, the families of those released, some of whom had been camped in central Beirut for months, spoke to Al Jazeera about their relief. I can't withhold my happiness. What I have to say is thanks to God for their safe return, and we hope we will see them soon. Their return was a dream for us, and thank God it happened. We thank everyone who worked to secure their release. Tuesday's release will ease pressure on the Lebanese government, which has come under increased criticism since the soldiers and policemen were captured. It may also boost the standing of al-Nusra Front, presenting them as a group that countries and governments could potentially strike deals with. Rob Matheson, Al Jazeera. Qatar was a country which helped to broker that prisoner swap between Lebanon and the Syrian rebels. Here's what the Qatari ambassador to Lebanon had to say. The state of Qatar has started this human initiative to release the Lebanese soldiers, and we have managed to do that in accordance with the directions of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of Qatar. His Highness is always keen to take any human initiative, so we are ready under the directions of His Highness, because, you know, the vision of the state of Qatar is to maintain the dignity of peoples and individuals. Let's bring in Maha Yaha, Senior Associate with the Carnegie Middle East Centre, joining us now. She does via Skype from Beirut. First up, was this about something suiting both sides, or was money involved, do you think? It's not clear. It's likely that there was money involved, but at least what has been announced is mainly a prisoner swap, among a few other conditions, including the provision of medical services and support, particularly to those who are stranded in the mountains near Arsal. One of those who was released from jail in Lebanon had been arrested for, quote, transporting terrorists into Lebanon. Is this likely to change the dynamic of the difficult position that that country finds itself in with regard to what's happening over the border in Syria? I don't think it will change the dynamic. It might encourage further kidnapping in exchange. I mean, now that there has been a precedent in terms of exchanging prisoners, Lebanese prisoners, for others. But I don't think it would change the dynamic as such. What it has done is really elevate also the position of al-Nusra, as your reporter was saying. It has elevated them into a group that is able to negotiate with states. But no... and they are able to secure not only their own people, but they've actually gone as far as securing the wife of, or the former wife of al-Baghdadi as well. So what about the suggestion made by some people that this could see the breaking of a political deadlock there has been? In Lebanon, well, it's not this as much as, I mean, it's this, and it's coincided with a apparent break in the political deadlock over the presidential election as well. There has been some discussion of, or at least one candidate is being floated around, the Sulaiman Frangieh, the head of the Marada party. So the sense that there is some movement on multiple fronts is making people... C'est une chance à saisir. And we're sort of beginning to see some results in Lebanon, or something that is more domestic. It's not very clear. It's likely to be part of something bigger, but it's not very clear at this point. OK, we'll keep an eye on that. What about, going back to your earlier suggestion, that it makes Nusra Front stand out from some of the other fighters in that region, that they have kept their captured enemies alive and well enough to be able to be sent back to their homes? Well enough, and many of the prisoners actually seem to have been thanking Nusra for being well treated.
I'm not sure if it's Stockholm syndrome, or if it is the case that they were well treated. But yes, it does elevate, it shows some pragmatism on the part of Nusra in the sense that plädiert nicht auf Mord. Das muss man auch akzeptieren. Wenn jemand innerhalb einer Gemeinde lebt, dann ist es sein Wunsch, dann ist es seine Erfüllung und dann ist es das, was er 25 Jahre lang zu Hause gelernt hat. Und das hat er hier fortgesetzt. Beide Anwälte wollen in Revision gehen. Während der Vater aber sein Bedauern ausdrückte, schweigt die Mutter von Reue. Kein Wort. Ein ganz anderes Thema jetzt. AIDS. Der Kampf gegen die Immunschwächekrankheit ist nicht nur heute am Welt-AIDS-Tag eine der großen Aufgaben weltweit. Insgesamt sind fast 37 Millionen Menschen infiziert, die meisten in Afrika. Aber auch in Deutschland gibt es keine Entwarnung. 2014 gab es mehr als 3.500 neue Fälle. Volker Dutschek. Bluttest bei Dr. Frieda Katz in Wiesbaden. Wer danach verlangt, will manchmal auch die Gewissheit haben, dass er sich beim Sex nicht angesteckt hat. Viele junge Leute verzichten offenbar auf Kondome. Das beweisen die deutschlandweiten Zahlen bei den Neuinfektionen. Safer Sex, so mein Eindruck, ist in den letzten Jahren zunehmend uncool geworden. Wir wollen die HIV-Infizierten natürlich nicht diskriminieren. Wir müssen auf der anderen Seite aufpassen. Es ist nach wie vor eine unheilbare Krankheit. Die Hauptgruppe der 83.000 Infizierten und AIDS-Kranken? Schwule. 65% sind das. Einer von ihnen, Reinhold. Seit 8 Monaten ist er infiziert, sucht Rat bei der AIDS-Hilfe. Sein damaliger Partner wollte keine Kondome. Man kommt unter einen wahnsinnigen Druck, weil das Gegenüber von einem mehr oder weniger verlangt, auf das Gummi zu verzichten, weil das als störend empfunden wird. Das Leben als Party bis zum Abwinken. Viele Experten glauben, dass Sorglosigkeit beim Sex generell zunimmt. Sie schätzen, dass jeder Sechste gar nicht weiß, dass er infiziert ist, weil er noch nie einen Test gemacht hat. Was sich bestimmt verändert hat, ist, dass die Infektion HIV und AIDS ihren Schrecken verloren hat. Da wird man mit einem Sicherheitsbewusstsein eher an den Rand gedrängt als Spaßbremse. Die Pille danach, die gibt es inzwischen auch für Schwule. Sie soll eine Ausbreitung des Virus im Körper verhindern helfen. Allenfalls Hilfsmittel, meinen Mediziner, die schnell eingenommen werden müssen und keine Garantie auf Nichtansteckung geben. Morgen gehen die Biathleten auf die Jagd nach Weltcup-Punkten. Ja, hoffentlich mit Erfolgserlebnissen für die deutschen Starter. Norbert. Ja, gehen wir mal davon aus. Erstmal wollen die Männer zeigen, was sie drauf haben und anknüpfen an schon sehr ordentliche Vorstellungen am vergangenen Wochenende in den Mixed-Wettbewerben. Aber jetzt sind sie als Solisten gefragt. Hoch oben im schwedischen Östersund, live um 17:05 Uhr morgen im ZDF. Aus der Ferne betrachtet wirken die Biathleten winzig. Von nahem springt einem förmlich das neue Selbstbewusstsein entgegen. Simon Schemp, der Staffelweltmeister, hat in dieser Saison Großes vor, will um den Gesamtweltcup mitkämpfen. Man ist natürlich auch selbstbewusster. Man schaut nicht immer nur links und rechts, was vielleicht auch andere machen, sondern man hat wesentlich mehr Vertrauen in einen selber. Die deutsche Mannschaft hat sich den Respekt der Konkurrenz hart erarbeitet. Einzel ist immer ein bisschen speziell. Mit einer Strafminute pro Fehler kann immer viel passieren, kann sich auch viel durcheinander schieben. Aber ich denke, wir lassen es einfach optimistisch beginnen und schauen, was dabei rauskommt morgen. Übersetzt könnte das auch heißen, gleich beim ersten Klassiker der Saison ist ein Podestplatz durchaus möglich. Steph Curry trifft und sein Club eilt von Sieg zu Sieg. Titelverteidiger Golden State Warriors hat in der nordamerikanischen NBA alle bisherigen 19 Saisonspiele gewonnen. Rekord. Die Konkurrenz muss auf der Hut sein vor Steph Curry. Er ist der wertvollste Spieler der letzten Saison und der Punktegarant beim Rekordhalter, den Golden State Warriors. Gestern gegen Utah Jazz allerdings wackelten die Krieger von der Westküste. Die erste Niederlage nach 18 Spielen drohte. Spielstand 101:101, noch eine Minute zu spielen. Steph Curry hat den Ball. Der sitzt. Doch Utah bleibt dran bis auf einen Punkt. Und 14 Sekunden bleiben, um den Warriors die nächste Rekordparty zu vermiesen. Rodney Hood mit der Chance. Aber der Ball landet nicht im Korb. Am Ende steht es 106:103. Der 19. Sieg im 19. Spiel für die Golden State Warriors oder die anscheinend Unbesiegbaren.
Naja, mal abwarten. Unbesiegbar. Danke, Norbert. Zum Wetter. Das wird wieder trocken, aber die Sonne versteckt sich leider weiter. Gunther Thiersch hat gleich die genaue Vorhersage. Klaus Kleber bringt Sie um 21:45 Uhr auf den neuesten Stand. Und ansonsten sind Sie natürlich jederzeit online up to date. Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss.